Es ist wieder soweit. Wir scheren. Die Guapa hat ein relativ dichtes Fell und das muss dringend alles runter. Aber ich zeige euch heute nicht die grobe Show, weil darüber gibt es, glaube ich, 1 Million Trilliarden Videos, sondern vor allem die komplizierten Stellen, also zum Beispiel Kopf oder Beine, Beinfalte, Kanten, all sowas. Oder als wäre das nicht genug, scheren wir der Guapa halt auch noch ein richtig cooles Muster rein. Ich habe zum Scheren immer Handschuhe an und auch eine Softshell-Reithose, weil da die Haare nicht so stecken bleiben. Am Anfang schere ich immer einmal grob außen rum und dann mache ich die Kanten. Geschafft. Und jetzt geht es erstmal an den Kopf. Ich kann bei ihr auch den größten Teil mit der großen machen und ich fange jetzt auch mit der großen an. Mache es auch erst einmal grob und dann gehe ich mit der kleinen an die Feinarbeiten. Diese wunderschöne Frisur, die hat sie nur, damit ich ihr den Schopf nicht wegschere, damit die Haare halt alle zusammen sind, weil das Kleine kommt alles weg. Mit der großen schon die groben Haare weg, also hier den Backen und so ein bisschen auch hier vorne am Kopf. Und jetzt nehmen wir die kleine.
für den Rest. Am Kopf ist es ganz wichtig, wir haben ja überall diese Tasthaare, hier am Auge auch und so. Und die darf man natürlich nicht wegmachen. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie man das dann am besten macht. Wir fangen jetzt hier mit den Ohren an. Es ist verboten, die Ohren innen auszuscheren, aber wenn ich die jetzt hier so zusammenklappe, darf ich die außen sind diese Haare, ich darf da quasi so einmal runterscheren. Und ansonsten außen hier kann ich alles wegmachen. Ich nehme mir da einfach so den Zipfel und dann schere ich einfach hier so am Ohr entlang. Das kitzelt ein bisschen, aber meistens halten die das ganz gut aus. Also ich nehme das Ohr dann einfach so, klappe das zusammen und schere einmal runter. Als nächstes stelle ich hier so die Backe bis zum Maul runter und dann stelle ich mich meistens so gegen das Licht. Hallo. Und gucke halt, schaue, dass ich hier keine Tasthaare erwische. Und das geht meistens so. Das da kann ich schon machen. Hier seht ihr auch, da sind auch schon Tasthaare, gell? So weit nah gehe ich gar nicht. Also ich lasse meistens hier so Zentimeter rundrum frei. Also beim Auge, wie gesagt, da lasse ich ja die Tasthaare hier oben. Also eigentlich so die Augenhöhle, wenn man die so sieht, die lässt man frei und ich lege meistens so meine Hand dann drauf oder auch hier drunter, dass ich halt auch nicht abrutschen kann und dann ins Auge rutschen könnte. Meistens dann so von unten hin mit dem Daumen, dass man dann halt auch die Haare nicht so nach unten wegklappt und am Ende dann hier aus Versehen wegschert, sondern wirklich so nach oben weg hat. Bei der Nase das gleiche, also ihr müsst echt gucken, dass ihr am besten von oben drauf schauen, dass ihr da die Haare dran lasst oder so von der Seite, weißt du, dass ihr da einfach seht, wo sind noch Tasthaare, wo sind keine mehr und da lege ich einfach dann auch meine Hand drauf und fange drüber einfach an zu scheren. Der Kopf ist jetzt fertig und jetzt geht es an die Beine. Ich mache wieder erst mit der großen, was geht, weil es einfach schneller geht und dann mit der kleinen die Feinarbeit. Das Bein haben wir jetzt eigentlich grob geschoren. Jetzt müssen wir nur noch hier, da seht ihr also noch überall Haare, die müssen auch noch weg. Und dafür nehme ich mir die kleine Schermaschine und nehme das Bein einmal hoch. Und entweder ihr habt jemanden, der es hält,
Oder ihr klemmt euch das hier so hinter. Sieht sehr sexy aus. Mhm, super. Hier kann es auch sein, dass es ziemlich kitzelt. Ihr seht auch, wie sie ein bisschen zuckt. Aber ist nicht schlimm. Nachdem wir jetzt die Vorderbeine komplett haben, kommen jetzt die Hinterbeine dran. Die mache ich auch wieder mit der großen zuerst und dann mit der kleinen. Zum Abschluss machen wir jetzt einmal hier die Mähnenkante. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Und zwar nehme ich hier meine Schermaschine, die natürlich sauber ist. Und zwar gehe ich dann nicht so, da habe ich es ja schon gemacht, aber ihr seht, da sind immer noch so ein paar einzelne Haare. Und dann nehme ich mir den Mähnenkamm, kippe den so rüber. Und dann schere ich so quasi mit der Fellwuchsrichtung. Allerwichtigste, man sieht schon, sie hampelt ein bisschen rum. Es juckt nämlich diese ganzen Haare, deswegen ganz wichtig, einmal drüber putzen. Das wäre es dann auch schon mit meinem Share-Video. Ich hoffe, ihr habt so mal auch einen Einblick bekommen, wie man so eine wirkliche Vollschuhe macht und wie man gerade die schwierigen Stellen macht und könnt damit was anfangen.